Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Müller, der eine wunderhübsche Tochter hatte. Als sie heranwuchs, wollte er einen guten Ehemann für sie finden. Er dachte, wenn ein guter Mann um ihre Hand anhält, werde ich sie ihm geben. Bald darauf kam ein Mann, der sehr reich zu sein schien, und da der Müller keinen Fehler an ihm fand, versprach er seine Tochter ihm. Das Mädchen jedoch mochte ihn nicht so sehr, wie es eine Verlobte tun sollte, und sie fühlte sich unwohl in seiner Nähe. Immer wenn sie ihn sah oder an ihn dachte, verspürte sie eine verborgene Angst. Eines Tages sagte er zu ihr: »Du bist meine Verlobte, aber du bist noch nie zu mir gekommen.« Das Mädchen antwortete: »Ich weiß nicht, wo dein Haus ist.« Der Mann sagte: »Mein Haus steht im dunklen Wald.« Sie versuchte sich zu entschuldigen und sagte, sie könne den Weg dorthin nicht finden. Der Mann bestand darauf: »Du musst nächsten Sonntag zu mir kommen. Ich habe Gäste eingeladen und werde Asche streuen, damit du den Weg durch den Wald findest.« Als der Sonntag kam und das Mädchen aufbrechen musste, war sie sehr nervös, wusste aber nicht warum. Um ihren Weg zu markieren, füllte sie ihre Taschen mit Erbsen und Linsen. Die Asche wurde am Waldeingang gestreut, und sie folgte ihnen, indem sie mit jedem Schritt ein paar Erbsen auf den Boden fallen ließ. Sie ging fast den ganzen Tag, bis sie den dunkelsten Teil des Waldes erreichte, wo sie ein einsames Haus sah. Es gefiel ihr nicht, denn es wirkte so dunkel und düster. Sie ging hinein, aber es war niemand da und es war völlig still. Plötzlich ertönte eine Stimme: kehre um, liebe junge Maid. Es ist das Haus eines Mörders, das du hier betrittst.« Das Mädchen schaute auf und sah, dass die Stimme von einem Vogel in einem Käfig an der Wand kam. Der Vogel wiederholte: kehre um, liebe junge Maid. Es ist das Haus eines Mörders, das du hier betrittst. Trotz der Warnung erkundete das Mädchen das leere Haus, fand jedoch niemanden. Schließlich erreichte sie den Keller, wo eine sehr alte Frau saß, deren Kopf ständig zitterte. »Kannst du mir sagen«, fragte das Mädchen, »ob mein Verlobter hier lebt?« »Oh, liebe Kind«, antwortete die alte Frau, »woher kommst du?« »Du bist in einem Mördernest. Du denkst, du wirst heiraten, aber stattdessen wirst du deinen Tod finden. Sieh, ich habe einen großen Kessel mit Wasser auf dem Feuer, und wenn sie dich fangen, werden sie dich in Stücke schneiden und kochen, denn sie essen Menschenfleisch. Wenn ich dir nicht helfe, bist du verloren.« Die alte Frau versteckte sie dann hinter einem großen Fass. »Sei so still wie eine Maus«, sagte sie, »mach keinen Laut und bewege dich nicht, sonst ist es um dich geschehen. Nachts, wenn die Räuber schlafen, werden wir fliehen. Ich habe auf eine Gelegenheit gewartet. Kaum waren sie versteckt, kamen die bösen Räuber nach Hause und schleiften ein weiteres junges Mädchen mit sich. Sie waren betrunken und kümmerten sich nicht um ihre Schreie. Sie gaben ihr 3 Gläser Wein, eines weiß, eines rot und eines gelb, und ihr Herz zerbrach vor Angst. Dann rissen sie ihr die schönen Kleider vom Leib, legten sie auf einen Tisch, schnitten sie in Stücke und streuten Salz darüber. Die arme Braut hinter dem Fass zitterte, als sie das schreckliche Schicksal sah, das sie erwartete. Einer der Räuber bemerkte einen goldenen Ring am kleinen Finger des toten Mädchens. Als er nicht leicht abzubekommen war, nahm er eine Axt und schnitt den Finger ab, der durch die Luft flog und in den Schoß der Braut fiel. Der Räuber nahm eine Kerze und suchte danach, konnte ihn aber nicht finden. Ein anderer Räuber schlug vor: »Hast du hinter dem großen Fass geschaut?« Doch die alte Frau unterbrach: »Komm, iss etwas und hör bis morgen auf zu suchen. Der Finger wird nicht weglaufen.«
Die Räuber stimmten zu und beschlossen stattdessen zu essen. Die alte Frau gab ihren Weinen einen Schlaftrunk, und bald lagen sie im Keller tief und fest schlafend. Als die Braut dies sah, kam sie aus ihrem Versteck hinter dem Fass und musste über die schlafenden Räuber steigen. Sie hatte große Angst, einen von ihnen zu wecken, aber mit Gottes Hilfe gelang es ihr, sicher vorbeizukommen. Die alte Frau ging mit ihr, öffnete die Türen, und sie rannten so schnell sie konnten aus dem Mördernest hinaus. Der Wind hatte die Asche weggeweht, aber die Erbsen und Linsen waren aufgegangen und erleuchteten ihren Weg im Mondschein. Sie liefen die ganze Nacht und erreichten schließlich am Morgen die Mühle. Das Mädchen erzählte ihrem Vater alles, was passiert war. Am Hochzeitstag kam der Bräutigam, und der Müller hatte seine gesamte Familie und Freunde eingeladen. Während sie aßen, wurde jeder gebeten, eine Geschichte zu erzählen. Die Braut blieb still und sagte nichts. Der Bräutigam fragte sie: »Komm schon, meine Liebe, hast du nichts zu erzählen? Sag uns etwas wie alle anderen.« Sie antwortete: »Dann will ich euch von einem Traum erzählen, den ich hatte. Ich ging allein im Wald spazieren und kam zu einem Haus, in dem niemand lebte, aber es gab einen Vogel in einem Käfig, der sang: »Kehre um, liebe junge Maid, es ist das Haus eines Mörders, das du hier betrittst.« Ich träumte dies, aber dann erkundete ich die leeren Räume, die sich so schrecklich anfühlten. Schließlich ging ich in den Keller, wo ich eine sehr alte Frau fand, deren Kopf zitterte. Ich fragte sie, ob mein Verlobter hier lebte, und sie sagte mir: »O arme Kind, du bist in einem Mördernest. Dein Verlobter lebt hier, aber er wird dich töten und essen. Mein Lieber, ich träumte dies.« Doch die alte Frau versteckte mich hinter einem Fass, und gerade als ich versteckt war, kamen die Räuber nach Hause mit einem anderen Mädchen. Sie gaben mir 3 Arten von Wein zu trinken, und ihr Herz brach. Mein Lieber, ich träumte dies. Dann rissen sie ihr die schönen Kleider vom Leib, schnitten sie auf einem Tisch in Stücke und streuten Salz darüber. Mein Lieber, ich träumte dies. Ein Räuber bemerkte einen Ring an ihrem Finger, und als er nicht abging, schnitt er den Finger ab, und er flog hinter das Fass und landete in meinem Schoß. Und hier ist der Finger mit dem Ring. Damit zog sie ihn heraus und zeigte ihn allen. Der Räuber, der beim Zuhören bleich geworden war, sprang auf und versuchte zu fliehen, aber die Gäste hielten ihn auf und übergaben ihn den Behörden. Er und seine gesamte Bande wurden für ihre schrecklichen Verbrechen bestraft. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.